10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 Uhr. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was? Nein! 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 Oh mein Gott! Was? 1, 0 Uhr. Oh mein Gott! Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute ist hier eine Runde Shakes and Fidget. Was ist da gestern passiert? Holy shit. Ja, der Stream war wirklich erste Sahne, Freunde. Vielen, vielen herzlichen Dank für das ganze Feedback, für alle Leute, die dabei gewesen sind. 11 Stunden haben wir den EU22 Serverstart durchgeballert. Und wie wir es vorher schon so erwartet haben, ja, ist der Server wirklich stark nach vorne gegangen, beziehungsweise, ja, einzelne Leute sind da drauf richtig abgegangen. Der Server in Masse ist vielleicht nicht so stark wie vielleicht ein EU20 oder so. Trotzdem waren ja die Gegebenheiten sehr, sehr gut, dass halt Leute auch wieder Rekorde brechen konnten. Ja, und das haben wir gestern tatsächlich dann auch gesehen. Ja, wenn wir jetzt mal einmal einen Blick in die Ehrenhalle riskieren, dann können wir mal hier auf die Top-Ränge schauen. Und nach wie vor ist hier auch der AMR. Ja, Grüße gehen raus an der Stelle hier. Er hatte vorher schon angekündigt gehabt, dass er hier pushen will und dass er hier Rekorde brechen will. Und deswegen, ja, AMR, herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall für den Levelrekord an Tag 1. Er hat es geschafft, innerhalb von 16 Uhr Serverstart bis 0 Uhr wirklich mit einer Punktlandung. Sowas habe ich noch nicht gesehen. Ja, wirklich mit einer Punktlandung 139 zu werden. Es hat nicht mal eine Sekunde gefehlt. Also es war, glaube ich, eine halbe Sekunde oder so. Da hat er nochmal den letzten Dungeon gerade so nochmal kurz vor 0 Uhr wirklich gelegt. Und das ist also so eine Punktlandung, sowas Knappes, habe ich in Shakes and Fidget beziehungsweise generell selten erlebt, tatsächlich. Ja, also das ist wirklich heftig. Wirklich heftig, muss ich sagen. Hut ab. War gestern ziemlich spannend. Der ganze Stream über war sehr nice, aber das Ende war dann auch nochmal wirklich ziemlich überraschend und nervenaufreibend, kann man so sagen. Ja. Ansonsten ist hier auf dem Server Forever 22 auf jeden Fall die Gilde, die hier momentan gerade so ein bisschen am Rasieren ist. Ja. Beziehungsweise es mischt sich jetzt auch eine kleine andere Gilde hier mit rein, sehe ich gerade, und zwar die Reapers, die hier auch noch, ja, ein bisschen auf jeden Fall Stärke zeigen. Gestern sah die Ehrenhalle kurz nach 0 Uhr noch ein bisschen anders aus. Aber ja, Reapers anscheinend hier auch auf dem Server gut vertreten. Mal gucken, wer nachher das Rennen macht. Wir können ja auch mal hier einmal einen Blick in die Elevator-Liste riskieren. Und gut, okay, da wird jetzt eigentlich klar, dass Forever 22 doch relativ weit vorne ist. Also Reapers ist ein bisschen rangekommen auf jeden Fall in der Ehrenhalle, aber von der Elevator-Liste her sagt das eigentlich alles aus. So, das ist eigentlich auch ganz geil, so zum Serverstart, da kann man auch ein bisschen die Stärke anhand des Elevators sehen, wie halt wirklich eine Gilde performt. Weil hier in der Ehrenhalle können sich halt Leute immer mal so kurz hochkämpfen oder so, ne, das kann immer mal anders aussehen. Aber beim Elevator sieht man dann doch nochmal den Unterschied zwecks der Stärke. Ja. Ansonsten ist gestern, beziehungsweise EU22, ohne das Sommersammelsurium gestartet. Wie gesagt, ich war mir nicht sicher, ob es passiert. Manche haben gesagt ja, manche haben gesagt nein. Im Prinzip wusste es keiner von uns ganz genau. Es wurde leider auch nichts dazu gesagt oder angekündigt oder so. Ja, aber das Sommersammelsurium findet auf EU22 nicht statt. Ja, wahrscheinlich hätten wir mit der Komponente noch viel mehr Rekorde gesehen und wahrscheinlich auch noch deutlich höhere Rekorde als jetzt 139 jetzt in dem Falle. Ja, da wäre wahrscheinlich auch noch mehr drin gewesen, aber irgendwann ist auch der zeitliche Faktor halt eben das, was einen auch ziemlich stark begrenzt und deswegen ist das auch alles nicht so einfach denn, also mit dem Pushen. Ja, also das fiel dann leider am Ende des Tages weg. Ja, das haben wir nicht mehr gesehen.
dass wir hier das Sommersammelsurium haben. Ansonsten hätten wir 2 extra Bier gehabt und einen Lecci-Stein. Ihr habt das ja gesehen, ne, was halt eben da drin ist. Und ja, das war leider nicht der Fall. Hätte ich gerne gesehen, weil mit dem hier zusammen in Kombination mit Elevator, Serverstart, ja, neues Toiletten-Update etc., ne, wäre das halt schon wirklich extrem eskaliert. Also noch mehr, als es so schon ist. Ne? Aber so haben wir jetzt hier halt eben trotzdem einen neuen Level-Rekord. Und zwar wurde dieser halt extrem eingestellt. Vorher war ja der alte Tag 1 Level-Rekord von Aurikos mit Stufe 106. Ja, oder war das 109? Ich weiß es jetzt schon wieder gar nicht mehr. Nee, 106 glaube ich, ne? 106 war es, glaube ich. Und AMR hat jetzt halt eben nochmal ein paar Stufen raufgepackt und hat halt eben nochmal 139 voll gemacht. Das Ding ist halt, nachher ab einer bestimmten Stufe hier in den Dungeons, ja, wenn du die 110 erreichst, ne, dann ist ja die Pyramide des Wahnsinns ja, Free Try. Also wer von euch da schon mal durchgegangen ist, der wird wissen, dass die Gegner 1 bis 10 wirklich fast alle Free Try sind. Also die sind wirklich alle extrem easy. Das heißt, wenn du erstmal an Tag 1 Stufe 110 erreicht hast, ja, dann kannst du mit der Pyramide des Wahnsinns natürlich noch gleich viel, viel weiter durchpushen. Und wenn du die halt durch hast, dann kommt halt als nächstes die Schwarzschädelfestung, die du instant freischaltest, wenn du halt die Pyramide besiegt hast und halt die Mordmaschine auch down hast hier. Und dann geht's halt ab. Dann geht's hier halt direkt weiter. Ja. Und dann ist halt eben, ja, dann ist halt eben auf jeden Fall ziemlich viel Luft nach oben. Und das haben wir halt eben gestern dann auch gesehen mit der Punktlandung auf jeden Fall. Ja, ansonsten, was bleibt zum Server so zu sagen? Wir haben hier momentan darauf registrierte Spieler 15.627. Ja, es ist, wie gesagt, jetzt halt eben kein Event-Server, es ist kein runder Server, es ist jetzt kein Server, wo jetzt die Masse drauf spielt. So, ne, das ist es nicht. Das hatten wir aber auch im Vorhinein auch schon so predicted gehabt. Aber dass halt hier ein paar Rekordjäger an den Start gehen würden, das haben wir definitiv auf jeden Fall dann schon mal soweit erfüllt gesehen. Wir können noch mal gucken, wie sich die prozentuale Verteilung von den Klassen her nochmal verändert hat auf IO22, aber ich glaube, da wird sich auch nicht mehr so viel dran getan haben. Ich schätze mal Paladin, Necromagier wird es wahrscheinlich sein. Genau, ja, da hat sich auch nicht mehr sehr, sehr viel getan, aber die meisten waren ja schon vorab registriert. Ja, hier haben wir nochmal die Ehrenhalle. Ich glaube so kurz nach 0 Uhr, ich glaube so 1 oder 2 Uhr oder wann das hier aktualisiert wird, haben wir die hier auch nochmal aufgezeigt. Ne? Aber das ist jetzt halt eben so der momentane Stand der Dinge, zumindest jetzt gerade um 11:30 Uhr, wo ich das Video hier aufnehme. Ja, ansonsten zu mir. Ich spiele bei den Radiator Springs. Ja, hier sind auch ein paar in der Gilde, die man auf jeden Fall hier so kennt. Ne? Und ja, ganz chillig, ganz chillig. Ich habe gestern diese Stufe hier erreicht. Ich habe noch nicht weiter gespielt, großartig. Stufe 37 haben wir geschafft an Tag 1, ist okay. Aber ja, wir machen uns noch nicht fertig. Ansonsten, ja, mal gucken. Ich werde hier auf jeden Fall jetzt erstmal noch die nächsten Tage drauf spielen. Mal schauen, wie lange wir hier durchziehen. Aber das Ganze ist natürlich auch mal wieder hier ein temporärer Server. Ne? Da weiß aber auch schon der gute Prime Bescheid hier. Grüße gehen raus an der Stelle, dass wir halt eben auch nicht dauerhaft hier auf dem Server spielen werden. Deswegen, ja, werden wir auf jeden Fall den Start mitnehmen, bisschen pushen, ja, ganz easy, und dann werden wir gucken, was hier noch so passiert auf dem Server, weil wie gesagt, die Türen sind offen für noch weitere Rekorde. AMR hat sich jetzt den ersten geholt und da ist jetzt bestimmt noch mehr Luft nach oben auf jeden Fall. Wenn wir halt jetzt noch die Toilette dazu schalten und sowas, ja, dann könnte man gucken, wie weit er noch vorankommt, und könnte halt mit dem Nekromant eventuell auch den Stufe 300 Rekord sich knacken, der jetzt halt eben so als nächstes auf der Liste stehen würde. Ja, ansonsten, ja, schreibt mir mal sehr gerne rein. Wart ihr gestern dabei? Wie fandet ihr den Stream? War auf jeden Fall ziemlich nice gewesen. Vielen, vielen lieben Dank für alle Leute, die auch gestern hier am Start gewesen sind. Wir sind nachher auch nochmal kurz live. Ja, so, ich weiß nicht, so vielleicht in einer Stunde oder 2. Mal gucken, und nehmen auch nochmal ein bisschen den Serverstart mit. Und ansonsten, ja, war es das erstmal soweit dazu gewesen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne Bewertung, Kommentar dazu da. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. EU22 Serverstart Stream war auf jeden Fall mehr als ein voller Erfolg. Und deswegen vielen, vielen lieben Dank auch nochmal an der Stelle. Ja, bis dahin alles Gute. Ich wünsche euch ein super schönes Wochenende. Danke fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.
So, das Übliche halt, ne? Nein, ich komme nicht in eure Gilde, Mistköter. Nein, furzt und stinkt. Die Gilde furzt und stinkt, da will ich nicht hin. Ich riech lieber gut, weißt du, wie ich meine? Stinkfried, Alter. Mistköter, was sind das für Namen hier, Alter? Ja, zum Glück habt ihr Zitrus auch noch hier, der neutralisiert ein bisschen euren Geruch. Ansonsten stinkt mir das zu sehr hier. Geil, aber Grüße gehen raus auf jeden Fall. Sympathisch. Man kann sich unterhalten.